Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Update-Video aus der Brickworld. Und ich muss kurz nachdenken, was wir eigentlich das letzte Mal gemacht haben. Ich erinnere mich wieder. Wir haben dort hinten im Bahnhof, ich gehe mal hier ein bisschen um die Ecke, die Anzeige dort hinten eingebaut. Ihr seht sie da blau leuchten. Ich gehe mit euch nochmal näher ran. Wer es nicht ganz mitbekommen hat, kann ja gerne nochmal das letzte Video anschauen. Wir haben hier die Anzeige eingebaut. Und Bahnhof ist ein gutes Stichwort, denn wir werden auch heute am Bahnhof weiterarbeiten. Ich habe es ja schon ein bisschen angekündigt, dass ich jetzt grundsätzlich mal ein bisschen mehr am Bahnhof vorankommen möchte. Vor allem mit der Fassadenarbeit, damit wir hier mal einen Blick auf das Ganze drauf bekommen. Und nicht nur stückchenweise innen weiterarbeiten, wenn es darum geht, einzelne Läden zu machen. Obwohl ich trotzdem heute, glaube ich, erstmal in dem Bereich hier ein bisschen vorankommen möchte, einfach um die Lücke hier zu schließen. Aber grundsätzlich wird es in den nächsten Wochen, Monaten auf jeden Fall darum gehen, den Bahnhof nach oben zu bringen. Das ist ein Ziel, das ich mir gesetzt habe. Und ja, da werden wir heute auf jeden Fall mal ein bisschen Bahnhof weiterarbeiten, würde ich sagen. Zeit für ein erstes kleines Zwischenupdate. Und zwar, wie ihr sehen könnt, habe ich hier jetzt mal mehr die Außenfassade gebastelt für die restlichen beiden Geschäfte hier oben. Ihr seht auch schon, für welche Geschäfte ich mich entschieden habe. Hier drüben kommt ein Pet Shop, also ein Laden rein, der alles Mögliche verkauft für Tiere, also Futter, Spielsachen, was weiß ich, alles Mögliche. Und hier drüben kommt ein Sportshop rein, also der so Sportartikel verkauft. Sind beides nicht die größten Läden, aber ich glaube, von der Größe her ist das ganz okay. Hier drüben, da schauen wir noch hier rüber, habe ich die Wand komplett hochgezogen, ohne Scheiben, mit weißen Teils verkleidet, passt dann auch ein bisschen zu dem Design dort drüben bei der ersten Klasse Lounge. Und da habe ich dann noch ein paar Aufkleber drauf gemacht. Finde ich eigentlich ganz okay, dass jetzt hier keine Scheiben sind, einfach mal, um hier auch mal ein bisschen anderen Look zu haben. Gefällt mir persönlich ganz gut. Innerhalb der Geschäfte werde ich, glaube ich, heute noch nichts Großartiges machen, weil ich heute erstmal ein bisschen mehr an der grundsätzlichen Infrastruktur des Bahnhofs vorankommen möchte. Nicht wundern, da hinten beim Sportladen fehlt eine Tür. Ich habe nämlich keine mehr. Ich habe Tür noch nicht nachbestellt, aber ich habe Fensterrahmen nachbestellt. Und zwar, ich glaube, 150 in weiß, damit wir auch da hinten weiterbauen können demnächst. Ansonsten würde ich sagen, ich baue jetzt hier einfach mal ein bisschen weiter. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier die Wände noch hochziehen, damit wir hier mal auf einer Ebene sind. Und einfach mal hier so einen Gesamtblick rein haben in das Ganze. Und ja, ich baue weiter. Wie ihr sehen könnt, geht es mit der Rückwand ganz gut voran. Man glaubt gar nicht, wie viele Steine da immer drin stecken, aber es sind tatsächlich einige. Also da kommen ein paar hundert zusammen, denke ich mal, in dem Stückchen, das wir jetzt hier noch hochbauen. Ich baue jetzt auf jeden Fall hier weiter. Also wir müssen ja ungefähr auf die Höhe kommen, die wir haben müssen, damit wir dann eben hier die Plattform aufbauen können wieder. Ob wir das heute noch machen, weiß ich noch nicht. Ansonsten muss ich auch hier noch die ganze Decke soweit hochbauen. Beleuchtung machen wir auf jeden Fall heute nicht, weil ich dafür nicht alles da habe. Das ist auch nicht die Sache, die ich heute unbedingt machen möchte, denn die Beleuchtung hängt ja auch ein bisschen davon ab, was dann später genau in den Läden ist. Ich will ja, wie gesagt, einfach mal die grundsätzliche Infrastruktur des ganzen Bahnhofs ein bisschen voranbringen. Und ich denke, wenn wir jetzt mal hier so rüberschauen, hat das hier schon ein ganzes Stück ausgemacht. Und damit nähern wir uns dem Ende der Arbeiten für heute, würde ich sagen. Ihr seht, die Wand ist hier jetzt komplett bis nach oben gezogen, bis zum Ende der Etage. Man sieht jetzt auch, ich gehe jetzt mal in den Weitwinkel, dass hier die Rückfront des Gebäudes einen ganz schönen Fortschritt macht, meiner Meinung nach. Nicht wundern, da unten fehlt die Tür, da bin ich dagegen gekommen. Die baue ich wieder ein, sobald wir umziehen. Ist am einfachsten. Aber hier fehlen jetzt eigentlich nur noch die Scheiben, die kommen gleich noch rein. Dach kommt heute, wie gesagt, nicht rein. Und das mache ich dann auf jeden Fall heute noch. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück der Grundstruktur vorangebracht. Ich zeige euch noch mal ganz kurz, wie es von da drüben aussieht. Ich habe jetzt einfach hier oben, gucken wir mal kurz hier rein, oben einfach ganz normale weiße Wand gemacht, ohne diese Modified Bricks mit den Teils drauf. Und ich finde, es sieht eigentlich ganz okay aus. Wir können von hier schauen. Finde ich ganz okay. Wir können gleich oben noch irgendwann was hinkleben etc. Aber momentan finde ich so eigentlich ganz okay. Wie gesagt, ich baue jetzt hier noch die Fenster ein, dann kommt euch noch irgendeine Schicht oben drauf und dann sind wir fertig und schauen uns an, wie das Ganze im Gesamtansicht aussieht nach den heutigen Arbeiten. Und damit wären wir für heute fertig. Wir haben jetzt im Detail nicht so viel gemacht natürlich. Wir haben eher den Grundaufbau, wie gesagt, gemacht. Aber damit ist schon mal einiges vorbereitet und wir kommen eben jetzt einfach mal voran, was den Bahnhof an sich angeht.
Ihr seht auch jetzt, die Front, wie gesagt, ist deutlich vorangekommen. Das heißt, wir haben hier im vorderen Bereich eigentlich die komplette Front fertig bis zur Mitte in den beiden oberen Etagen. Also Erdgeschoss und erstes Obergeschoss. Und da hinten werden wir in den nächsten Wochen weiterarbeiten, damit wir einfach mal die ganze Front nach oben bekommen und auch die Grundstruktur zusammenbauen. Aber damit bin ich schon mal ganz zufrieden. Ihr könnt mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr erstens zur Auswahl der beiden Geschäfte denkt und natürlich auch, was da so reinkommen könnte. Wir werden dann das Ganze, was wir jetzt hier haben, optisch in der Mitte achsensymmetrisch rüberspiegeln. Das heißt, dieser Flügel wird genauso da drüben nochmal erscheinen, nur eben gespiegelt. Das heißt, wir werden dann die gleiche Struktur der Geschäfte haben. Natürlich andere Geschäfte auf der anderen Seite, ebenso wie unten. Wir müssen natürlich auch mal schauen, ob wir da drüben auch nochmal so eine Hütte mitten reinbauen mit irgendwas oder nicht. Dieser Bereich mit dem See, der Seeöffnung, sage ich jetzt mal, nach unten, wird noch da drüben erscheinen. Natürlich wahrscheinlich erst dann, wenn wir schon umgezogen sind. Aber grundsätzlich wird das genauso da drüben sein. Da hinten wird allerdings hier natürlich die Wand zu sein. Wir werden da drüben nicht reinschauen können in das Gebäude. Das wird eine richtige Front sein. Es ist ja, wie gesagt, nur die Idee, dass man hier so eine gerade Schnittkante durch die Erde, durch alles durch hat, dass man hier immer reinschauen kann. Wir können jetzt auch mal hier mal reinschauen. Und ich finde, das macht jetzt schon wieder einen riesigen Unterschied. Natürlich sieht man hinten jetzt noch relativ viele Bereiche, die offen sind, aber auch das wird sich dann natürlich nach und nach ändern. Von hier unten sieht es schon ein bisschen netter aus. Hier ist natürlich sehr viel los. Hier drüben fehlt natürlich noch ein bisschen was. Aber es geht auf jeden Fall voran. Was wir auch machen müssen, ist, dass wir jetzt in dieses Restaurant, muss hier noch fertig werden. Da fehlt nämlich noch die Küche. Und hier oben kommt dann, ihr wisst es vielleicht schon, der Lego-Laden hinten. Ich habe jetzt langsam mal angefangen, entsprechende Steine zu bestellen. Trudeln langsam ein. Ich habe noch nicht alles, was ich dafür brauche. Aber ich denke, da werden wir auch in absehbarer Zeit anfangen können. Beleuchtung muss ich auch noch ein paar Sachen bestellen, damit wir eben die weiteren Bereiche beleuchten können. Und ganz grundsätzlich muss ich natürlich auch am Umzug an sich drüben in den Räumlichkeiten weiterarbeiten. Da bin ich ja leider in letzter Zeit nicht so gut vorangekommen, aus privaten Gründen, / gesundheitlichen Gründen. Deshalb ging es zwar hier ein bisschen weiter, weil das jetzt körperlich nicht so anstrengend ist wie die Renovierung drüben, aber das muss auf jeden Fall auch vorankommen. Wie gesagt, mein Zeitplan ist im Eimer, aber ja, ich gehe mal noch ein bisschen zurück, damit wir jetzt mal schauen können, wie das Ganze im Großen und Ganzen aussieht. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Wie gesagt, ich habe euch ein paar Fragen gestellt, dazu auch gerne einiges. Und ansonsten würde ich sagen, dass wir wahrscheinlich im nächsten Update-Video auch wieder am Bahnhof weiterarbeiten. Ansonsten gibt es ja noch ein paar kleinere Baustellen, die ich gerne noch machen würde, bevor wir umziehen. Aber grundsätzlich werden wir uns jetzt hier rüber arbeiten, dass dort erstmal die beiden unteren Etagen fertig werden, von außen zumindest. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Treue. Die 7000 könnten fast geknackt werden mit diesem Video. Da bin ich sehr gespannt, ob das klappt. Und ansonsten bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Tschüss.